Okay, Leute, dann spielen wir jetzt Destroyer, the U-Boat Hunter und damit auch wieder herzlich willkommen zurück, YouTube. Ja, gab es noch irgendwelche weiteren Optionen hier? Gar nicht mal so viele, ehrlich gesagt. Ziemlich zurückhaltend. Jetzt was? Bitte werben Sie das Unterstützerpaket, um Extras freizuschalten. Okay. Spielen wir Tutorial? Wir spielen Tutorial. Übrigens schon mal vorab, das ist jetzt quasi ein Let's Test, was zu einem Let's Play werden könnte. Vielleicht auch nicht. Ich mal in der Zeit den Streamtitel anpassen. So. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung vom Game, deswegen. Je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht halt, ne? So, möchte ich das Tutorial starten? Ja. Rainer. Unsere Aufgabe: U-Boote hunten. Kaputt machen, zerstören. Okay. The Battle of the Atlantic took place in the 1940s. During that time, most U-boats were still diesel-electric and so could not stay submerged for prolonged periods of time. Therefore, you're very likely to detect them on the surface using radar before they close in for the attack. Once a U-boat submerges, you can no longer detect it using radar, and you will have to use sonar instead. Unlike radar, the sonar of the 1940s had to be pointed in the appropriate direction in order to detect the enemy. Bear that in mind when you lose radar contact with the enemy, and, most importantly, remember this. Radar works only for surfaced contacts, while sonar works only for submerged contacts. Last but not least, the 1940 sonar also has a dead zone right under your destroyer, which is crucial to remember. Oh, gosh. The most important thing you need to understand, however, is that everything at sea is ruled by the compass. Consequently, every instrument, report, and command also refers to it. It works just like the clock, with 000 or 360 at the top, 090 on the right, 180 at the bottom, and 270 on the left. These three-digit codes are called bearings, and they refer to the cardinal points. 000 or 360 is the north, 090 is the east, 180 is the south, and 270 is the west. So, if there is a contact at bearing 090, it means that it is located east of our position. This system allows the crew to quickly exchange information regarding where the enemy has been detected, what course to take, and so on. Once you understand it, it quickly becomes second nature. In summary, the most important information for you will always be the position of the currently tracked enemy, which is given in bearings, which direction, and ranges, how far away from your position. The last thing you need to know is how to execute a successful depth charge attack. The problem consists in hitting a moving object in 3D space with a weapon that has a considerable delay between being fired and hitting the target. Boah. Boah. Oh. Versenkt. Fragezeichen? In general, the attack has to be made in such a way as to drop the depth charges with a lead ahead of the U-boat's bow. What is more, the depth charge fuse must be set for shallow, medium, or deep. Bear in mind that the deeper you set the fuse, the longer it takes the depth charges to reach the set depth. Boah, jetzt habe ich The die Tiefe optimal nicht time to gelesen, drop scheiße. depth charges is calculated by an analog computer called the Tactical Range Recorder. It measures the speed of closing the distance between your destroyer and the target, and will help you to decide when to give the order to fire. Because of that, pay close attention to what the tutorial says about using the TRR, as it will make the difference between success and failure. In reality, the chances of hitting a U-boat with depth charges were rather slim.
but due to the devastating effects that even close misses had on the submarine's morale, harassing and suppressing the U-boat was often enough to make its crew abandon further attack attempts, at least for some time. Now that you understand the most essential facts about anti-submarine warfare in the Second World War, you can proceed with the tutorial. Ach du Scheiße. Das kriege ich doch gar nicht hin. Willkommen zum Tutorial. Auf der Brücke steuern Sie die Bewegungen des Zerstörers. Beginnen wir mit der Geschwindigkeit, die Sie mit dem Maschinentelegraph festlegen. Leute, auf was habe ich mich da eingelassen? Scheiße. Momentan fahren wir mit ein Drittel voraus. Klicken Sie auf große Kraft voraus, um das Tempo zu erhöhen. Das ist back. All engines ahead standard. Das ist All doch engines Stand. ahead standard. Aye, sir. Achso, ne, Stand ist volle Kraft voraus, okay. Ja, so ist richtig. Sehen wir mal, wie unsere Geschwindigkeit von 8 auf 25 Knoten steigt. Es stehen weitere Geschwindigkeitsoptionen zur Auswahl. Denken Sie daran, dass Sie das so nah bei großer Kraft voraus und volle Kraft voraus nicht nutzen können. What? Okay. Sie können den Maschinentelegraph auch an jeder anderen Gefechtssituation aufrufen, indem Sie W oder S drücken. Sobald er erscheint, klicken Sie darauf, um die gewünschte Geschwindigkeit zu wählen. Oder Sie drücken weiter W oder S, um die Auswahl zu ändern. Drücken Sie S, wählen Sie ein Drittel voraus und drücken Sie die Eingabetaste, um die gewünschte Geschwindigkeit zu bestätigen. Ein Drittel. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Gut Aye, sir. gemerkt. Sehen wir nun die Ruderanlage an. Auf dem Kompass ist momentan ein Kurs von 0, magnetischer Nordpol zu sehen. Kurse beziehen sich auf die Peilung. Wenn Ihr Kurs also 0 ist, heißt das, dass Sie genau nach Norden fahren. Es gibt verschiedene Arten, das Schiff zu steuern. Die erste ist das Ruder, das genauso funktioniert wie das Lenkrad in einem Auto. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus ganz nach links. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, sir. Achten Sie darauf, dass die Ruderanzeige die Position ändert. Gut gemacht. Wir drehen jetzt nach links. Sie können zum Steuern auch auf die Ruderanzeige klicken. Das ist sehr praktisch, wenn Sie den Zerstörer auf einem bestimmten Radius kreisen lassen wollen. Klicken Sie hier um 35 Grad, wenn er zu voll. Hard right rudder. Hard right rudder. Aye, sir. Sehen Sie zu, wie sich der Kurs ändert. Klicken Sie jetzt auf die 0 auf der Ruderanzeige, um das Ruder zu zentrieren. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Sie können das Schiff auch von jeder Gefechtssituation steuern, indem Sie A oder D drücken. Drücken Sie eine dieser Tasten mehrfach, um festzulegen, wie eng die Wende werden soll. Drücken Sie abschließend die Eingabetaste, ja. Drehen Sie nach rechts, indem Sie D drücken. Wählen Sie 20 Grad und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Rudder 20 degrees right. Rudder 20 degrees right. Degrees Aye, sir. right. Gut gemacht. Sie können Kurs übrigens auch ändern, indem Sie ihn einfach antippen. Okay. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Kursmarkierung, geben Sie 010 ein. Drücken Sie die Eingabetaste. So. 10. New course 0 1 0. Course 0 1 0. Aye, sir. Gut, jetzt wissen Sie, wie man das Schiff manövriert. Kommen wir zum Angriff. Surface radar has a new contact. Ein feindliches U-Boot wurde Bearing geortet. 0 5 1. Range 3000 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 0 5 1. Range 3000 yards. Ja, I jetzt designate halt mal bitte deinen contact. Schnauzen. Able. Ich muss dir das Time. vorlesen. 0 Ein 8. feindliches U-Boot wurde geortet. Um es anzugreifen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Anzeige für die Contact. Zielpeilung. Able. Dieses Gerät Now ist sehr bears praktisch, weil wir 0 darauf den 5 Umriss unseres 2. Schiffs, Range die momentane Peilung 2800 zum Ziel, yards. auf dem rotierenden Ring und den magnetischen Norden, die 3 von der Mitte ausgehenden Linien sehen. Was?
So, auf dem rotierenden Ring ist das Ziel. Contact Able now bears 051. Range 2,600 yards. Ein kurzer Blick genügt, wenn Ihre Zielpeilung am Bug des Umrisses ausgerichtet ist. Fahren Sie die richtige Richtung und Ihrem Ziel hinterher. Außerdem hören Sie, wie unser Mann am Radar regelmäßig die Zieldaten durchgibt. Contact Able now bears Nutzen wir diese Koordinaten, um die 050. Anzeige für die Range Zielpeilung um auf 2000 Yards an yards. das Ziel heranzukommen. Probieren Sie es mal. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit und ändern Sie den Kurs, bis Kontakt-Able direkt vor Ihnen ist. So. Hören Sie auf den Radarmann und passen Sie den Kurs nach seinen Vorgaben an oder achten Sie auf die Contact Peilungsanzeige. Able Halt now die bears Schnauze! 0 Richten Sie die 9er. Zielpeilung auf Range den Bug aus. 2,600 yards. Flank? All engines ahead flank. All engines ahead flank. Aye, sir. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Target bearing. Contact Able now bears 048. Range 2,600 yards. 0,25 Grad. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Verstehe dieses Target bearing nicht. Contact Able now bears 049er. Range 2,500 yards. Right. Rudder 15 degrees right. Aye, sir. Wir müssen auf 50. Peilung 0,49. Steady as she goes. Aye. Steady on course 044. Contact Isn't- Able now bears 048. Range 2,100 yards. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Aye, sir. Rudder Gut gemacht. Ihre amidships. Manövrierfähigkeiten Aye, sir. sind spitze, weiß ich ja nicht. Das würde ich nicht so sagen. Einsteiger sollten auf jeden Fall auf den Radarmann hören und den Kurs auf die vorgegebene Peilung Contact setzen. So kommen sie Able am now einfachsten fahren. bears Bevor wir die Brücke 045. verlassen, Range schauen 1,800 Sie sich dort yards. um, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen. So können Sie von fast allen Stationen und einen Blick auf Ihre Umgebung werfen. Gott, was war das denn jetzt? Klicken Sie auf die Zentrale, um zum CAC zu wechseln. Zentrale. Contact Able now bears 042. Range 1,800 Auf dem yards. Radar finden Sie die Oberflächenkontakte. Schauen Sie regelmäßig vorbei, damit Sie einen aktuellen Überblick über die Lage erhalten. Sie können damit auch Ihren Standort im Verhältnis zum Konvoi sowie die momentane Position der anderen Geleitfahrzeuge auf der aufgetauchten Contact U-Boote prüfen. Able now Drehen Sie das bears Mausrad, um die 039er. Ansicht Range heran und herauszugehen. 1,800 yards. Sie können die... Was war das denn? Sie können die Kameraperspektive auch verschieben, indem Sie das Rad drücken und die Maus bewegen. Mal sehen, ob Sie Ihre eigenen Manövrieren im Vergleich zu denen Ihrer Feinde nachhalten können. Klicken Sie zum Fortfahren auf DRT aus. Auf die DRT. Contact Able now bears 035. Der Range Dead Reckoning Tracer, 1,800 ein yards. Gerät zur Koppelnavigation, ermöglicht Ihnen das Planen Ihrer Bewegungen im Verhältnis zum Feind. Das sich bewegende Licht unter der Glasoberfläche stellt Ihren Zerstörer dar. Hey, welches Licht bewegt sich da? Contact Able now bears Und weist 032. Peilungen dessen Range Außenumfang auf. So können Sie 1,800 ganz yards. einfach entscheiden, welchen Kurs Sie einschlagen. Die Punkte stellen die Position unseres Zerstörers dar. Die Kreuze, die das U-Boots... Achso, okay. Sie können Ihre Manöver planen, indem Sie beobachten, wie sich die Position im Laufe der Zeit Contact zueinander Able now verändern. bears 029er. Ihnen Range stehen zwei Skalen zur 1,800 Auswahl. yards. Sobald Ihr Feind näher als 1000 Yards ist, sollten Sie daher zur Skala 1 zu 100 Yards wechseln. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um das blinkende Licht zu ziehen und den geplotteten Kurs zu verschieben. Mit dem Mausrad zoomen Sie die Ansicht heran und heraus. Contact Rad drehen und Able verschieben die now bears Kameraperspektive. Ja. 025.
Für gewiefte Seekriegsveteranen kann der 1,800 manuelle yards. Einsatz des DRT sehr unterhaltsam sein. Für Einsteiger stellt er sich allerdings oft schwierig dar. Daher ist die Funktion DRT Autopilot standardmäßig aktiviert. Sie können diese Einstellung jederzeit manuell ändern, indem Sie die Escape-Taste drücken und die DRT Autoplot und den Einstellungen Contact ausschalten. Able Durch now einen bears Klick auf das Fragezeichen neben dieser 022, Funktion erfahren Sie alles Wissenswerte range über den DRT. 1,800 yards. Jetzt kennen Sie sich mit dem DRT aus, naja. Und wir können mit dem Abfeuern der Geschütze vorfahren. Ja. Stand by to fire. Okay, die Geschützsteuerung verfügt über die optischen Geräte und eine Radaranlage als Feuerleitsystem für die Hauptbatterie mit dem 5 Zoll Geschützen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um durch die Optik zu schauen. Wenn Sie auf ein aufgetauchtes U-Boot feuern, taucht dieses ab. Mit ein wenig Glück können Sie es zwar beschädigen, doch die meisten U-Boot-Kapitäne befehlen in dem Moment, wenn sie schießen, einen Alarmtauchen. Contact Feuern wir ein paar Able Granaten ab, now klicken Sie bears auf Radarziel, um die 016, Geschützbatterie range auf Ihr aktuelles Ziel auszurichten. 1,900 yards. Start tracking contact. Oh, Target wow. acquired. Das ist ja Target geil. bearing. 015. Range Jetzt- 1,900 yards. Die Geschütze sind jetzt auf das Ziel gerichtet. Es ist, glaube ich, kein gutes Streaming- und Aufnahmegame. Klicken Sie auf die Feueroberfläche oder drücken Sie die Leertaste, um zu schießen. Contact Able Fire. now bears 013, Sie können auch die Munition range wechseln, um Leuchtgranaten in die 1,900 Luft zu feuern, yards. mit denen Target die Umgebung bearing. erhält 013, und die Sichtweite range ihrer Ausguck 1,900 vergrößert wird. yards. Wenn Sie das U-Boot weder mit dem Radar noch mit dem Sonar finden, aber der festen Überzeugung sind, dass es sich irgendwo in der Nähe befindet, sollten Sie einen etwaigen Angriff mit Leuchtgranaten einleiten, damit Ihre Ausgucker Contact seine Able now bears Seerohrspurorten die 011, Erfolgschance range steigern 2,000 können. yards. Target Klicken Sie bearing. hier, um 0, zwischen 1, Spreng- und 0, Leuchtgranaten zu range wechseln. 2,000 yards. Load illumination round. Die Munition wurde gewechselt, um die Geschütze zielen gen Himmel, beleuchten wie die Gegend um unseren Target bearing. Zerstörer. 009. Range 2,000 yards. Contact Able now Zu bears guter Letzt haben wir noch den 008, Flugscheinwerfer, den Sie ein- und 2000 ausschalten können, yards. um Illuminate. ein eventuell 010. geordnetes Seerohr für die Ausgucker anzustrahlen und zu erfassen. Anschließend erhalten Sie so lange Meldungen von Ihren Ausgucken, wie das Target Seerohr zu bearing. erkennen ist. 007. Range 1,900 yards. Contact Okay. Able Sie now wissen bears jetzt, wie man mit 006, der range Geschützsteuerung 2,100 umgeht. yards. Wechseln wir in den Sonarraum. Alter Junge, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn die ganze Zeit zwischenlabern. Okay, pausier doch bitte das Lost Tutorial währenddessen. contact Able, last bearing 006, last range 1,900 yards. Target bearing 005. Range 1,000. Sehen wir uns die Sonarkonsole an. Ihr wichtigstes Teil ist die runde Platte mit den Peilungen darauf. Mit ihr steuern Sie den Sonarkopf. Klicken Sie einfach auf den Sonarzeiger und ziehen Sie nach links oder rechts. So legen Sie die Richtung fest, in die Sie Ihre Pings schicken wollen. Wenn Sie ein U-Boot finden, beginnt der Sonarmann sofort Combat Meldungen sonar. dazu New sonar abzusetzen. contact. Bearing 0, Oh, wir haben 0, Kontakt. 1. Range 2000 Verfolgt es so lange yards. wie möglich. Okay, es wird automatisch dann verfolgt. Suchen wir nach einem Kontakt. Wenn Sie ein U-Boot finden, beginnt er so normal. Ja, okay. Ziehen Sie die Anzeige auf die Peilung 345, um zu prüfen, ob dort ein U-Boot lauert. Leider Pech gehabt. Wir müssen weitersuchen. Um ein U-Boot zu finden, können Sie einen Combat Flugbogen sonar. mit einem Lost Winkel von contact. 90 bis 100 Grad Able. definieren. Last bearing Das ist wesentlich 0, praktischer als eine manuelle 0, Suche durchzuführen. 1. Last range 1900 yards. Gut, der Sonar Sonar, bewegt sich bei this is jedem the Fall captain. weiter nach links oder Investigate rechts. arc 299 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Investigating Richtung arc des Zeigers zu ändern. 299 through Verlegen wir ein größeres 029. Suchbogen fest, Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 318 through 138. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 0. Wo sehe ich denn das jetzt, 0, Kontakt? Range 900 yards. Ah, da, links, glaube ich. Ja, wir haben eins. Wahrscheinlich ist es das Boot, das wir an der Oberfläche gesehen haben. Achten wir jetzt auf das Fenster rechts oben in der Konsole. Okay.
Das ist ein kleiner Tactical Range Recorder, ein Zielgerät für ihre Wasserbomben. Es verrät ihnen, ob sie auf ihr Ziel Combat sonar. zu oder Contact. von Able. ihm Now ablaufen. bears 0, Weist das Diagramm 3, nach links näher. 7. Range Weist das Diagramm nach 800 links? yards. Combat Nähern wir sonar. uns ihm. Contact. Weist Able. es Now nach bears rechts? 0, Entfernen wir uns von 3, ihm. 6. Das letzte wichtige Range Element ist 800 die, yards. Bearing steady. die runde Bildröhrenanzeige links. Hier sehen Sie, wie Ihre Peilung wandert. Das heißt, wie schnell das Ziel nach links oder rechts läuft. Die Bildröhre ist zwar nicht kriegsentscheidend, kann Ihnen aber dabei helfen, Ihr nächstes Manöver festzulegen. Combat sonar. Contact. Able. Der Now regt mich langsam bears richtig auf. 0, 3, 1. Die letzte Option an der Sonarstation ist das 700 Wechseln von yards. tatsächlichen und Estimated relativen depth, Peilungen. shallow. Standardmäßig arbeiten wir mit dem tatsächlichen Modus, in dem 0 bis 360 immer Norden bedeutet. Wenn Sie allerdings auf relative Peilung umschalten, wird der Schiffsbug zu 0, 360 und alle Peilungen werden im Verhältnis dazu relativ angegeben. Relative Peilungen sind praktisch, sobald Combat Sie sich sonar. dem Contact. Ziel nähern, aber Able. Sie Now müssen diese bears Option nicht nutzen, 0, wenn Sie lieber mit 2, tatsächlichen Peilungen 6. operieren. Range 700 yards. Ehe wir den Bearing Sonarraum steady. verlassen, denken Sie bitte daran, dass das Sonar bei Geschwindigkeiten über große Kraft voraus nicht funktioniert. Okay, wir sind wieder in der Zentrale und sehen uns nun ein Gerät an, das den eigenen Kurs und die eigene Peilung Ihres Schiffs Combat anzeigt. Klicken sonar. Sie, ja. Contact. Able. Now bears 0, Dieses 2, Gerät ähnelt der 0. Range 600 Peilungsanzeige, yards. dass Estimated depth shallow. der regt mich wirklich auf. Dieses Gerät ähnelt der Peilungsanzeige, die Sie auf der Brücke kennengelernt haben. Hiermit können Sie jedoch die momentane Position eines U-Boots markieren, um nachzuhalten, wie diese im Verlauf der Zeit relativ zu Ihrem Zerstörer verändert. Das macht das OSC in den Combat letzten sonar. Abschnitten eines Contact. Angriffs sehr Able. nützlich. Now Die Linie, bears 0, die von der Mitte 1, der 2. Befehlssilhouette ausgeht, 600 zeigt yards. Ihnen, Very wohin strong das propeller Sonar noise. ausgerichtet ist. Fuck, jetzt, Mann. Sehr nützlich. Die Linie ist, die Linie, die von der Mitte der Schiffssilhouette ausgeht, zeigt Ihnen, wohin das Sonar ausgerichtet ist. Wenn es einen Kontakt Combat erfasst hat, sonar. sehen Contact. Sie sofort, in Able. welche Now Richtung bears 0, dieser sich 0, befindet. Jeder 4. Ring stellt übrigens Range eine Entfernung von 500 100 Yards yards. dar. Very strong propeller noise. Ich verstehe gar nichts, weil ich nicht in Ruhe durchlesen kann, weil er die ganze Zeit mir zwischenplappert. Wie der DRT kann dieses Gerät manuell oder im Modus Autopilot verwendet werden. Letzteres ist standardmäßig aktiviert, damit Sie sich wohl auf Ihre Manöver Combat konzentrieren sonar. können. Contact. Wenn Able. Sie Now Autopilot bears deaktivieren 3, möchten, drücken Sie die 5, Escape-Taste, drücken Sie 5. Einstellungen Range über 500 OSC, um yards. alles über Combat das sonar. OSC-Gerät zu Contact. erfahren. Klicken Sie Able. rechts auf das Now bears Fragezeichen. 3, 5, Jetzt können Sie den Feind im Nahbereich 500 verfolgen yards. und wir Combat sonar. schauen, Contact. sie Able. uns Now an, bears wie sie 3, Wasserbomben scharf machen 5, werden. 0. Range Kehren Sie 500 in den yards. Sonarraum Wake zurück, on um die right cut. Zeit bis zum Abruf unseres Bombenteppichs zu berechnen. Wählen Sie jetzt den Tactical Range Recorder, also die taktische Reichweitenerfassung. Damit die Tactical Range, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, TRA funktionieren kann, benötigen Combat Sie sonar. Informationen, die Contact. Geschwindigkeit Ihres Able. Zerstörers Now und die Tiefe bears des 3, U-Boots. 4, 0. Diese beiden Parameter Range müssen Sie hier auf 500 der yards. Skala Bearings einstellen. drifting left. Ach so, Scheiße. Geschwindigkeit und Tiefe. Wir bewegen uns jetzt auf das U-Boot zu. Für diese Aufgabe wurden Kurs und Tempo automatisch eingestellt. Damit die Combat Sie sonar. Wasserbomben werden können, Contact. müssen Able. Sie sie Now erst bears bereit machen. 3, 3, 1. Range 500 yards. Tiefe Bearings vorbereiten. drifting left. Eng, zerstörerisch, breit ablenkend. Ready depth charges. Okay. Shallow pattern. Also Wasserbomben werden scharf gemacht. Das dauert eine Weile. Bevor Sie die Salve werfen, können Sie die Parameter noch ändern. Combat sonar. Contact. Wie bei Able. vielen Geräten Now im Spiel ist die bears TRA 3, standardmäßig 2, automatisiert, 3. aber Sie können sie Range natürlich auch manuell 600 einsetzen. yards. Drücken Sie Combat dazu die sonar. Escape-Taste, Contact. ja, Able. Einstellungen, Now bears Wahlfelder, für 3, um alles Wissenswerte 2, über 1. ja. Range Sobald 600 Tiefe yards. und Combat Geschwindigkeit sonar. Contact. Able. festlegen, Now sollten Sie bears das Teil 3, aus 2, durchsichtigem 0. Plexiglas Range drehen, damit seine 600 roten yards. Linien mit dem Estimated von der depth TRA shallow. gezeichneten Diagramm übereinstimmen. Combat sonar. Das heißt, Contact. Plexiglas Able. muss so Now an dem Diagramm bears ausgerichtet 3, werden, im Sinne des 1, Tutorials wurde diese 3. Vorgabe Range durchgeführt, damit Sie 600 yards. diese etwas Combat richtig sonar. funktioniert. Contact. Able. Now bears 3,
1, 2, Hä? range Soll 600 richtig yards. sein? Combat sonar, contact, able, now bears 0, 4, Ja. 8, range 500 yards. Geben Sie Combat dann den sonar, Feuerbefehl, sobald contact, die linke able, Seite des now Diagramms unter bears der 0, kompletten Linie 4, erscheint. 8, Was? range 500 Geben Sie dann den yards. Feuerbefehl, Very sobald strong die linke propeller Seite noise. des Diagramms... Was geht denn jetzt ab? Unter der gepunkteten... Sobald die linke Seite des Diagramms... Ich habe keine Ahnung, was die linke Combat Seite des sonar, Diagramms sagt. contact, able, now Unter der bears gepunkteten 0, Linie erscheint. Ganz 4, wichtig, auf dem 8, Screenshot links sehen Sie ein range Beispiel dafür, 300 wann yards, Sie schießen bearing müssen. steady. Das ist rechts! Warten Sie, bis jetzt Feuer erscheint und drücken Sie die Taste auf den Combat sonar, contact, able, now bears 0, 4, 8, range 100 yards. Very strong propeller noise. Also, holy shit, Leute, ich raff gerade gar nichts. Fire 1. Bloodhound greift Kontakt an. Combat Ja, wir haben sonar, sie lost erwischt. contact, able, Fire last Schon 2. bearing, vorbei, also 0, ist noch 4, noch haben wir 8, niemanden erwischt. last range 100 yards. Fire 3. Normaler Schaden. Beinahe Treffer. Normaler Schaden. Machen wir mit dem Ausguck weiter. In diesen Positionen haben Sie den besten Surface radar has a Überblick. new contact. Ich hoffe, ihr hört mich hier ganz normal, aber ich glaube, das Spiel ist echt scheiße laut. Range Auf diesen Position haben 3,500 wir yards. den besten Combat. Überblick, wenn New Sie in der surface Nähe zum contact from Konvoi radar. fahren und manövrieren Bearing müssen. 2, Ja, hör nicht 7, mal auf zu 4. reden. Range 3,500 yards. Ihre I Ausdrücke designate warnen Sie vor contact möglichen Baker. Kollisionen und Time erspähen 0, auch Seerohre und 25. Glasspuren von Torpedos, wenn die Sichtverhältnisse das zulassen. Zusätzlich melden Ihre Späher Ihnen außerdem Ölspuren und Trümmerteile, die darauf hinweisen, dass ein U-Boot getroffen wurde. Nachts erhöhen Ihre Leuchtgranaten und die Suchscheinwerfer ihrer Geschützsteuerung die Sichtweite ihrer Ausgucke erheblich. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus um... okay, ja. Okay. An der nächsten Station können Sie die von Ihnen georteten Kontakte auswählen. Auf dieser Station sind alle bisher georteten Feindkontakte mit den neuesten Informationen dazu aufgelistet. Das ist insbesondere dann sehr praktisch, wenn Sie einen Kontakt verloren haben und ihn später wieder auffinden wollen. So. Hier wählen Sie auch den Kontakt aus, den Sie angreifen möchten. Anschließend erhalten Sie regelmäßig Meldungen dazu. Über die restlichen Kontakte wird Ihnen nur berichtet, wenn Sie sie verlieren und erneut orten. Oder sie angegriffen werden. Die DRT und OC-Stationen verfolgen darüber hinaus nur den gewählten Kontakt, der von der Geschützsteuerung ins Visier genommen wird, sobald das Radar ihn erfasst. Wie Sie sehen, haben Sie bereits 2 Kontakte. Wechseln Sie zum Kontakt Baker. Okay. Gut, jetzt konzentrieren wir uns auf den Kontakt Baker. Alle allgemeinen Contact Meldungen und Baker, now Plot-Vorgänge bears beziehen sich 2, ab sofort auf 7, ihn. 2, Denken Sie range stets 4,000 daran, yards. hier den Kontakt zu wählen, wenn Sie den Sie angreifen möchten. Werfen wir einen Blick auf die taktische Situation. Auf der taktischen Gefechtsstation finden Sie einen Gesamtüberblick und erteilen den anderen Einheiten ihrer Surface radar Kampfgruppe has a new Befehle. contact. Das Rufzeichen unseres Zerstörers ist Bloodhound. Range Antler, Mounty, 2,900 Hockey und yards. Maple Bridge sind die anderen combat. New surface Begleitschiffe. contact Und from Blackhead radar. ist ihre Bearing Luftdurchsuchung, die vorübergehend 199. zur Verfügung Range steht. Je nach Umfang des Gefechts 2,900 sind yards. nicht immer I alle 4 designate Eskorten contact dabei. Charlie. Time 0. Unser Zerstörer, die 27. Bloodhound, befindet sich in der Mitte. Ihre Begleiteinheiten Contact Baker, now Begleiteinheiten bears sind die 2, gelben 7, Kreise. 2, Okay. range Und die Schiffe des 4,300 Konvois werden yards. als gelbe Punkte dargestellt. Okay. Feindliche U-Boote sind die roten Kreuze mit den Kontaktbuchstaben und der Uhrzeit, zu der ihre Position geplottet wurde. Wichtig, die Daten auf dieser Station werden alle 60 Sekunden aktualisiert, um ein Contact manuelles Baker, now Neuzeichnen ihrer bears Information 2, durch eine 7, Endperson zu 2, simulieren. range
4,500 yards. Um eine Eskorte zu befehligen, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen. Anschließend klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Tafel, um das Schiff dorthin zu schicken. Oder klicken Sie auf die letzte Feindposition, um diesen Feind anzugreifen. Versuchen wir, die Antler zu einer neuen Position zu bewegen. Antler, reporting. Klicken Sie auf die Antler. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to new station. Klicken Sie auf die Roger. Monty und dann auf Antler Kontaktieren maneuvering to new fortzufahren. station. Mountie, reporting. Mountie, this is Bloodhound. Attack Die Monty ist contact, jetzt unterwegs, Baker. um Kontaktieren zu Mountie greifen. attacking contact. Immer wenn Sie Baker. auf eine Eskorte klicken, können Sie deren Sonarsuchbögen bearbeiten, indem Sie diesen ebenfalls anklicken und in der Breiten verändern. Halten Sie außerdem die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie ihn dann in die gewünschte Richtung. Maple, reporting. Okay, gut, aber die Maple sucht jetzt den ihr zugewiesenen Bogen ab. Passen Sie den Suchbogen an, wenn Sie einen Feind erneut finden müssen, den Sie verloren haben. Wenn Sie mit 2 Eskorten einen Einzelkontakt angreifen oder einer anderen Eskorte auf ihrer Jagd helfen, steigen die Erfolgschancen exponentiell an. Ein gut koordinierter Angriff kann wesentlich effizienter sein, da 2 Schiffe ihre Plotting-Informationen miteinander austauschen können. Wenn eins von ihnen den Zielkontakt verlieren sollte, Gleichzeitig müssen sie sich von Kollisionen in Acht nehmen und sollten daran denken, nicht zu viele Einheiten auf einen einzelnen Feind loszulassen. Das letzte der ihnen zur Verfügung stehenden Hilfsmittel ist die Luftunterstützung. Dieser Schutzengel kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Wenn sie ihn richtig einsetzen, es handelt sich dabei um ihre schnellste Einheit, die eine große Bedrohung für U-Boote darstellt, weil sie ebenfalls über Wasserbomben verfügt. Damit lässt sich zwar nur ein einzelner Angriff ausführen, doch anschließend ist es ihr immer noch möglich, U-Boote mit ihren MGs zu behaken. Wilde Übersetzung. Ihre Gegenwart allein bringt den Feind dazu, einen Alarmtauchen vorzunehmen, bremst ihn aus und behindert ihn in seiner Operationsfreiheit. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Black Cat wird als umgekehrtes blaues U dargestellt. Ich kann es nicht erkennen, weil es auf A drauf ist. Wählen Sie Black Cat aus. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Black Cat wird als umgekehrtes blaues U dargestellt. Ja, wählen Sie Black Cat. Zeigen Sie nun das Kontaktieren. Black Cat, this is Bloodhound. Attack Der Nachteil der contact, Luftunterstützung Charlie. ist ihre Befrichtung. Achten Sie daher genau auf den Funkverkehr und Meldungen von der Black Cat, weil Sie so erfahren, wann sie sich dem Konvoi nähert, damit Sie die Angriffe ihrer Lost Überwassereinheiten contact, Charlie. Last bearing, 2, Sie können außerdem 1. Überlebende Last von range, Handelsschiffen aufnehmen, die Sie verloren haben. 3,300 yards. We've lost Sergeant Sullivan. Okay. All ships Anschließend erhalten Sie die maneuver to Hälfte der avoid. Punkte zurück, Sergeant die Sullivan nach has been dem Versenken torpedoed eines and is on Handelsschiffs fire. abgezogen wurden. Die Aufnahme von Überlebenden kann durch ihren Zerstörer und durch andere Eskorten erfolgen. So, Überlebende werden in der taktischen Ansicht durch einen grünen Punkt und eine Lebensenergieleiste dargestellt, die ihrem Status entspricht. Um sie aufzunehmen, nähern sie sich ihnen vorsichtig und stoppen sie ihren Zerstörer in einer Entfernung von 150 Yards. Eine Fortschrittsleiste wird eingeblendet und zeigt ihnen an, dass die Rettungsoperation läuft. Achten Sie darauf, nicht die Menschen zu rammen, die sie retten wollen. Wer hätte das denn gedacht? Wenn Sie die Überlebenden im Wasser lassen, werden ein paar von ihnen unvermeidlich sterben. Es wird durch deren Lebensenergieleiste unter dem grünen Punkt dargestellt. Je schneller Sie die überlebenden Männer aus dem Meer holen, desto höher ist die Chance, dass sie ihre verloren gegangenen Punkte zurückhalten. Überlebende können auch von den verbleibenden Eskorten gerettet werden. Um einen entsprechenden Befehl zu erteilen, wählen Sie eine Eskorte aus und klicken Sie auf die auf der taktischen Anzeige markierten Überlebenden. Schicken wir die Maple los, damit sie die Verbündeten im Wasser aufnimmt. Maple, reporting. Maple, this is Bloodhound. Maneuver to pick up sehr survivors gut. Die from Maple ist Sergeant unterwegs, um die Sullivan, Überlebenden zu bearing retten. Bevor wir 100, das Tutorial abschließen, range möchten wir Sie bitten, auf eine 1,400 wichtige Sache yards zu achten, from die guide. im Verlauf des Roger. Spiels Maple helfen, searching. Sergeant Ihnen im Sullivan. Verlauf des Position Spiels for helfen wird. survivors bearing
Wenn Sie sich alle Geräte ansehen, die das Peilungssystem nutzen, wird auffallen, dass diese grundsätzlich alle das gleiche anzeigen. Ein Ring aus Peilungen mit ihrem Zerstörer in der Mitte. Sie müssen daher auf jeden Fall lernen, wie Sie stationsübergreifend Querverweise auf diese Informationen bilden und sie vergleichen. Beispiel: Sie haben einen Radar- oder Sonarkontakt verloren. Werfen Sie sofort einen Blick auf den DRT, damit Sie wissen, wo Sie mit dem Sonar suchen müssen. Wenn Sie sich durch den Konvoi bewegen, empfiehlt es sich, die Daten aus der taktischen Station, dem Radarturm etc. abzufragen, da all diese Geräte unterschiedlichen Zwecken dienen, dafür aber auf dasselbe System zurückgreifen. Sie sind Ihre Augen und Ohren. Setzen Sie sie überlegt ein, damit Sie immer wissen, was gerade vor sich geht. Sollten Sie das nicht tun, verlieren Sie im Chaos der Schlacht schnell die Orientierung. Jetzt wissen Sie alles, was Sie zum Spielen von Destroyer, the U-Boat Hunter wissen müssen. Viel Glück. Was? There are three elements that are absolutely crucial to U-boat tactics: speed, flanking, and the element of surprise. Let's begin with speed. A submerged U-boat is roughly as fast as the convoy, so it cannot effectively catch up on it from behind. It would first need to surface to make more speed, yet at the cost of being attacked by escort gunfire. Therefore, the most dangerous kind of enemy is the clever U-boat captain who approaches submerged from the front of the convoy, maintaining the element of surprise, unless you detect him with the sonar. Most enemy captains, however, will approach the convoy on the surface, for reasons already mentioned in the ASW 101 video. As for flanking, torpedoes had the highest chance of hitting the target when fired at the so-called broadside, i.e. not at the bow or the stern of the target, but at its side, which made for a much larger target. If you allow a U-boat to assume a flanking position within 1,500 yards of the convoy, and give it enough time at periscope depth, they will be able to shoot whole salvos of well-aimed torpedoes, potentially sinking a few merchant ships in one fell swoop. Also, the Wolfpack tactics used by U-boats were based on advantage in numbers in an attempt to swarm and overwhelm the escorts by attacking from multiple directions at the same time. This was supposed to create a shock effect and confuse the escorts by creating chaos and giving them more targets that they could handle at a time. In order to help you prevent that, here is a handful of tactical advice. The best area for U-boats to attack from are the convoy flanks. Prevent them from sneaking into good firing positions, and convoy survivability will rise exponentially. U-boats approaching submerged from the front of the convoy can be a nasty surprise. Whenever possible, maintain at least minimal sonar coverage aimed towards the front of the convoy. If you manage to attack and suppress a U-boat long enough, it will stay submerged and will eventually end up behind the convoy. If that is the case, it will be almost impossible for it to catch up without surfacing, and its threat will have been nullified, at least for some time. Try to attack U-boats as far away from the convoy as possible. However, once they break through, make sure to recall your escorts, close the formation, and aggressively defend the flanks. The U-boats will attempt to exploit any holes in your defenses to get there and fire multiple torpedoes. So if any U-boats break through into this zone, attack them with all your might, or their torpedoes will start to wreak havoc in the convoy. Sooner or later, you will be able to determine the main vector of the attack. Once that happens, relocate more escorts there from the other flank of the convoy as soon as possible. Bear in mind that such formation changes will take a while, so try not to jump the gun, as it may cost you a lot of time later to reverse a bad decision. Whenever possible, attack a U-boat with more than one ship. Also, try coordinating your attacks with other escorts. Just watch out for collisions, and you will be fine. If multiple U-boats break through and swarm the convoy flanks, chaos will ensue and you will start losing ships. Don't panic and stay on your toes, as this is the most difficult time of the battle. When it comes, make sure your escorts are prioritizing the right targets, and try not to get lost in the entanglement. If you make it through this difficult part, you will most likely succeed in suppressing and repelling the enemy. If you start losing ships, don't panic. Check the radar or the tactical station in combat. Deduce where the torpedo may have come from, and make a strong presence in the area to prevent the U-boat from taking further shots on the convoy.
Use air support to harass U-boats that are beyond your reach, or quickly relocate it to suppress multiple U-boats when they get dangerously close to the convoy's flank. Remember that air support will force a U-boat to submerge, thus preventing it from firing its torpedoes. Some U-boat captains will submerge and hide under the convoy, or even try to sneak to the other flank. This is a bad situation for you, as it is very dangerous to track and attack U-boats within the convoy due to a high probability of collisions. And lastly, be aggressive and do not let the enemy take the initiative. The longer you hesitate, the more time you are giving the U-boats to reach optimal firing positions and aim their torpedoes. Harass them, never let up, and focus all your assets to the fullest. That concludes the presentation of U-boat and escort tactics. What the fuck, Leute? Das war so verdammt viel. Ich habe 90%, habe ich einfach schon wieder direkt vergessen. Es war ein 40-Minuten-Tutorial, wo, also Karrieremodus. Willkommen im Karrieremodus. Der Karrieremodus umfasst 9 Missionen, in denen Sie Konvois über den Atlantik führen müssen. Jede Mission besteht aus mehreren Gefechten gegen U-Boote, die Ihren Konvoi angreifen. Nach dem jeweils letzten Gefecht wird Ihre Leistung durch den Flottillenadmiral bewertet. Anschließend erhalten Sie eine neue und anspruchsvollere Mission, deren Ergebnis Sie auf Ihre Gesamtpunktzahl für den Karrieremodus auswirkt. Wenn Sie die letzte Mission abgeschlossen haben, entscheidet der Flottillenadmiral, wie Ihre Karriere in der US Navy weiter verläuft. So, normaler Modus. In diesem Modus können Sie jederzeit Ihren Spielstand speichern und Gefechte beliebig oft neu starten. Er empfiehlt sich für neue und weniger erfahrene Zerstörerkommandanten. Ironman Mode. In diesem Modus können Sie einen Spielstand nur dann speichern, wenn Sie ins Hauptmenü zurückkehren. Ihre Fehler lassen sich nicht rückgängig machen und Sie müssen mit den Folgen Ihrer Entscheidungen leben. Empfiehlt sich für Erfahrene. So, in diesem Menü legen Sie den Schwierigkeitsgrad des Spiels fest. Achten Sie darauf, die Einstellungen so vorzunehmen, dass der Spielspaß maximiert wird. Wasserbombeneffizienz. Versenken eines U-Boots wird schwer. Versenken eines U-Boots wird einfach, wird mittelschwer. Vielleicht erhöht. Weil ich weiß jetzt schon, ich werde da nichts raffen. Volksrudelgröße. Die feindliche Einheit wird groß sein. Häufige Angriffe. Die Feindheit wird selten Angriffe, okay. Weniger häufige Angriffe. Okay, ich mache beides so im Mittelding. Oder? Ja, Mittel. Okay, Leute. Wir werden versuchen, ein Ding alleine zu machen. Und dann schauen wir mal. Also, bisher ist es mir vielleicht sogar ein bisschen zu komplex, ehrlich gesagt. Und das ich? Ich will gar nicht wissen, wie viel man als Zerstörerkommandant verdient. Muss safe richtig viel sein. Destroyer. The U-Boat Hunter. Sieht ein bisschen altbackend aus, oder? Und es ist laut. Jansen arriving. Good evening, Captain. All preparations for getting underway are on schedule.
The XO is already on board, as are the department heads. 2 boilers are lit off and building steam. Everything is on track for a dawn departure. Very well, thank you. Executive officer to the officer's wardroom. Okay. Hallo. Oh, die Geschütze, die würde ich gerne bemannen können. Fighten wir ausschließlich gegen U-Boote? We have been assigned to lead a very small formation. The bad news is that the only other escort we have is about as slow and lightly armed as some of the merchant ships we're traveling with. That is bad news indeed. Weren't we supposed to have more escorts? I was hoping for that too, but our convoy and routing division does not have enough of them apparently. The Canadians are helping as much as they can, but until they send the next wave of reinforcements, Die we'll have to make do Mikrofonqualität with ist less. genauso gut wie meine quasi, von dem jetzt, der jetzt wahrscheinlich... And what are we up Ja. against? The U-boat threat has been rather limited recently, so that seems like good news for our friends from the merchant navy. What do the orders say about air support? Unfortunately, there won't be much, Oh, if any, sorry, Penny. air support for us this time. What I'm worried about is the weather. It has been pretty sketchy so far this month. Let's just hope it doesn't affect us too badly. That could be good for us, Captain. It will be more difficult for the sub's lookouts to spot our convoy against a dark, rainy sky. If that is all, then let's get a good night's sleep. It may be the last one we get for a while. Ich hab mich jetzt überhaupt nicht konzentriert, Mann. And so it begins, my first Atlantic pass. Let's just hope it won't be the last. It will be the There are last. so many things I do not know. Ja. Very little is under my control. The crew has been trained, but few have seen actual battle. How will they respond when facing the enemy? How will I respond? The Jansen is the most capable ship in the convoy. It is fast, maneuverable, and heavily armed. I feel anxious for the merchant crews. They truly are sitting ducks. Their only protection is this ship and the single Canadian escort. We are to rendezvous with the RCN at Halifax. I hope the crew can take some liberty there. Halifax. With only 2 escorts, it will be difficult to protect the convoy from all sides. We will have to focus on priority contacts. If at least one U-boat gets through, this can easily turn into a bloodbath. The weather has been deteriorating for some time now. If it were not for the essential war cargo, any sensible mariner would wait out these storms in port. But we have our orders to set sail regardless of the weather. We're on our own this trip. I was told not to expect any air support at all. Allied intelligence thinks that there are a few U-boats along our path, suggesting low chances of enemy contact. I really hope that is correct, but my gut tells me otherwise. Wie läuft das jetzt ab? All escorts, this is the escort commander. Our convoy is approaching an unidentified merchant ship that appears to not be making way. At bearing 156, range 6,300 yards. From the guide, all escorts maintain your patrol sectors and be especially wary of possible U-boat contacts. Stand by for further orders. Out. Maintaining station. Roger. Bloodhound out. Surface radar has a new contact. Bearing 111. Range 5,900 yards. Bridge, combat. New surface contact from radar. Bearing 111. Range Ich glaube, jetzt geht's ab, Alter. 5,900 yards. I designate contact able. Time 16:32. Able, time, 16. Contact able now bears 112. Range 5,700 Radio, Captain. yards. Send a report to Convoy Commodore. Jansen has unknown contact on radar. Front of the convoy. Contact able, coming in much more strongly. I evaluate as a definite contact.
Contact. Captain I. Now bears 1. Officer of the deck, set general quarters. Set general quarters. Aye. General quarters. General quarters. All hands man your battle stations. Set conditions zebra throughout the ship. Stern depth charge detail manned and ready. Main battery ports manned and ready. Engineering officer of the watch reports engineering manned and ready. Zebra set. 4 boilers online. Max speed 32 knots. Electric plant split. All fire pumps online. Very well. Contact. Oh, God. Able. Now bears 1. Oh, 1. 4. Range 5,300 yards. 111. Im Sonar. Nein, nicht Sonar. Wo ist? Da. Contact. Able. Now bears Es 1. ist von dem hier die 1, Rede. 6. Nicht von dem. Range 5,000 yards. 111, okay. Rudder 25 degrees right. Rudder 25 degrees right. Aye, sir. Ah ne, wir müssen links. Rudder 30 degrees left. Hard left rudder. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 1. 1. 7. Range 4,800 yards. 117 ist er jetzt sogar. Geben wir unser Bestes, Leute. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Contact. Able. Now bears 1. 1. Wir fahren Niner. jetzt quasi Range direkt raus. 4,500 yards. All engines ahead full. All engines ahead full. Aye, sir. Stand by to fire. Hat er Start erzählt? tracking contact. Target acquired. Wir sind aber noch sehr weit weg, oder? Contact. Able. Now Ja. bears 1. 2. 2. Range 4,200 yards. Rudder 5 degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Der fährt Richtung Ziel, glaube ich, oder? Steady as she goes. Aye. Steady on course. 1, 2, 4. Alter, Junge, was fühlen wir Able. hier? Now bears 1. 2. Okay. 4. Range 3,800 yards. Degrees right. Rudder 5 degrees right. Aye, sir. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Ausgucke. Außenansicht. Ah, cool. Contact. Able. Now bears 1. 2. 6. Range 3,200 yards. Stand by to fire. Start tracking contact. Target acquired. Ziel erfasst. Surface radar has a new contact. Bearing 1. 1. 2. Ich habe aber, weiß ich denn schon, ob das jetzt ein Feind ist? Bridge, Hi, Milena. New surface contact Steht. from radar. Bearing 1, 1, 2. Range 3,700 yards. Ist das denn jetzt ein Identifying U-Boot? contact. Baker. Time 16:36. Target bearing 130. Range. Fuck it. Fire. 400 yards. Fire. Start tracking on target. Target acquired. Contact. Thunderclap. Able. First Now artillery. bears 1. 3. Fire. 1. Range 2,200 Oh, ist schon yards. irgendwie geil. Target bearing 132. Range. Fire. 1,900 yards. Die treffen ja nix. Der ist doch da. Start tracking contact. Fire. Target acquired. Contact. Able. Now Wir haben gerade bears Kung Fu 1. Panda 4 geguckt. 3. Geil. 3. Range 1,500 yards. Target bearing 133. Range 1,300 yards. Start tracking contact. Target acquired. Start tracking contact. Target acquired. Der ist am Langschiff an. Fire. Start tracking contact. Target acquired. Fire. Lost contact. Able. Last bearing 1. 3. 2. Last range 900 yards. Scheiße, wie geht das? Sonar, this is the captain. Perform active search. Bridge, starboard lookout. Object 1/2 to the horizon. Bearing 1, 3, 2. Was? Appears to be. Periscope feather. Combat sonar. New sonar contact. Bearing 1. 3. 2. Range Hat er nicht gerade 400 gesagt? yards. Active search 0. 9. 8. Through 1. Ausgucke? 8.
8. Aye, sir. Stand by to fire. Start tracking contact. Target acquired. Der ist doch da hinten am Rumschiffern, oder nicht? Stand by to fire. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 1, 2, 8. Range Was für eine 200 Tiefe habe ich yards. denn? Estimated depth shallow. Lost contact. Shallow. Baker, last bearing 116. Last range 1,200 yards. Ready depth charges. Shallow pattern. Sollte jetzt Combat automatisch. sonar. Contact. Able. Now bears 099. 099. Range 100 yards. Wake on right cut. 099. Der ist ja Rudder richtig 30 degrees left. Rudder 30 degrees left. Aye, sir. Hard left rudder. Hard left rudder. Aye, War sir. Kung Fu Panda geil? War gut? Combat sonar. Contact. Able. Now bears 343. Range No target 100 available. yards. Strong propeller noise. All Strong escorts, propeller this now. is the escort commander. An unidentified merchant ship in the convoy's vicinity has most likely been sunk by an enemy U-boat. Be on heightened alert for floating debris and possible survivors. Oh scheiße, wir sind viel zu Rudder weit. 5 to combat sonar. Contact. Able. Now bears 324. Range 200 yards. Estimated depth medium. So nah. TRR. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Combat sonar. Contact. Able. Now bears 316. Range 400 yards. Contact increasing depth. Okay, Kontakt in Tiefe. Fire 1. Ich meine, war ja schon vorbereitet. Ab wann ist denn große Tiefe und mittlere Tiefe? Deep 56. Combat sonar. Contact. 30. Able. Now bears 313. Range 500 yards. Bearing steady. Der ist aber niedrig. Ready depth charges. Medium pattern. Fire 2. Ich verstehe nicht so. Wie muss ich die denn jetzt einstellen? Das Beispielbild hat Combat mir das sonar. Contact. nicht Able. gut Now erklärt. bears glaub ich. 312. Zumindest habe ich es nicht verstanden. Range 600 yards. Strong propeller noise. 312er Peilung, was? Hard right rudder. Hard Fire rudder. 3. Aye, sir. Combat sonar. Contact. Able. Now bears War 312. richtig gut, aber ich glaube, da kommt keiner mehr nach. Range 700 yards. Ich habe Bearing ihn leider noch steady. nicht gesehen, Combat deswegen sonar. kann ich Lost nichts contact. sagen. Weiß Able. ich nicht. Last bearing 312. Last range 700 yards. Stand by to fire. Scheiße, wir haben Sonar verloren, oder? Sonar. This is the captain. Combat sonar. New sonar contact. Oh, Bearing 2 213. Range 600 yards. Active search 164 through 254. Aye, sir. Warum ist das so schwer? Wie muss ich das einstellen? Combat sonar. Contact. Baker. Ich Now bears versteh's 2 doch. Fire 1 2 Range 600 yards. Wo chillen Strong die? propeller noise. Ship Speed Knots 5. Fire Sea 2. Setting Stern. Jetzt immer noch 30. Ready depth charges. Medium pattern. Steady as she goes. Fire Oh, Combat 3. sonar. Contact. Baker. Now bears 229. Range 600 yards. Estimated depth medium. Stand by to fire. Ja, nicht spoilern uns, ich habe auf jeden Fall 8 Euro bei euch im Kino. Ach, der läuft gerade in den Kinos. Ich dachte, ihr habt den jetzt irgendwie gestreamt oder so. Combat sonar. Contact. Baker. Wie geht Now das? bears 234. Range 500 yards. Contact increasing depth.
Was ist das? Range, Rate in Knots. Nee, der ist ganz neu. Achso, okay. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, 4, 0. Range 500 yards. Combat sonar. Contact. Baker. Now 500 bears yards. 2, 4, 1. Range 500 yards. Fire Bearing one. steady. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich mach da auch nur jetzt für random Zeug. Ready depth charges. Medium pattern. Dieses Combat sonar. Contact. Baker. Range, now right? bears 2, 4, 6. Range 500 yards. Strong propeller noise. 2, Fire 2. 246. Jetzt sind Rudder wir genau, amidships. Rudder amidships. Aye, sir. genau vor dem. Ich verstehe die Striche nicht. Combat sonar. Contact. Baker. Now Fire bears one. 2, 4, 5. Range 400 yards. Bearing steady. Ready depth charges. Medium pattern. Ich verstehe das alles nicht. Wir sind, glaube ich, hinter dem. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, Fire 2. 3. Range 300 yards. Bearing steady. Stand by to fire. Wo bist du? Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, 4, 2. Range Fire 3. 300 yards. Estimated depth medium. 10 degrees Estimated left. depth. Rudder 10 Medium. degrees left. Aye, sir. Ich verstehe dieses Sonar-Ding nicht. Ich müsste das erstmal verstehen. Rudder amidships. Rudder. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, 4, 2. Range 200 Fire yards. 1. Strong propeller noise. Wie muss ich die ausrichten? Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, 4, 2. Range 200 yards. Bearing steady. Fire. Ready depth charges. Medium pattern. Prüfungsstelle Mittel, ja. Ich würde sagen, ich würde es so treffen. So ist es doch ausgerichtet, oder nicht? Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, Fire 1. 3, 4. Range 100 yards. Combat sonar. Contact. Alter, ich will gar nicht wissen, Now was sie bears denken müssen, 2, so, Alter. 3. So Rio Vollidiot, der nichts Range rafft. Fire 2. 100 yards. Strong propeller noise. Ready depth charges. Medium pattern. Der war da links, ne? Fire 3. Wie muss ich das lesen? Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 2, 1, 3. Range 100 yards. Bearing Fire steady. 1. Surface radar has regained contact. Able. Bearing 3, 5, 9er. Range 2,200 350. yards. Ready depth charges. Fire medium pattern. Combat sonar. Lost contact. Baker. Last bearing 2, 1. 3. Last range 100 yards. Sonar. Fire. This is the captain. Investigate arc. 1, 6, 7, 2, 2, 5, 7. Investigating arc. 2, 8, 7 through 0, 1, 7. Ich bin im Krieg, Aye, Alter, sir. wirklich. Stand by to fire. Nee, geschützt. Stand by to fire. Load illumination rounds. Let's go. Illuminate. 2, 8, 9. Load point detonating rounds. Wir haben immer noch keinen Sonar, oder? War der nicht gerade bei 300 irgendwas?
Sonar. This is the captain. Investigate ARC 320-2050. Investigating ARC 320. Wo ist er? Er ist aber weg. 50. Aye, sir. Stand by to fire. Wo ist er hin? Scheiße. Ich drehe mich noch die ganze Zeit. Fuck. Steady as she goes. Sonar, combat. Steady on course. Investigate 3, ARC 4, 0, 7. 5, 1 through 1, 4, 1. Alter. Combat sonar. Investigating ARC 0, 5, 1 through. Das mit den Sonar raff ich, aber ich Sonar eye. verstehe Bombendroppen nicht. Ich sag, der ist irgendwo da. Oh Gott. Er ist aber weg. Ich feuer einfach mal. Er ist nämlich unter uns. Fire 1. So ist das. Ready depth charges. Medium pattern. Fire sonar. This is the captain. Investigate ARC 10921999. Investigating ARC 109 through 199. Aye, sir. Er ist wirklich weg. Lost contact. Able. Last bearing. 337. Last range. 2,300 yards. Letzte Peilung 337, Entfernung 2300. 337. Rudder 10 degrees left. Rudder 20 degrees left. Aye, sir. Combat sonar. Regain contact. Baker. Bearing 181. Range 700 yards. Rudder amidships. Rudder amidships. Aye, sir. Stand by to fire. Er ist unten. Wie? Wie? Ist hier kein Hilfsding oder so. Wie mache ich das? Hilfe. Ich brauche Hilfe. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 182. Range 800 yards. Estimated depth deep. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 182. Range 800 yards. Fire 1. Bearing steady. Ready depth charges. Medium pattern. Muss ich basierend darauf, wo das oben kommt, irgendwie das da so ablesen? Ich kann es nicht sagen. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 900 Yards. 182. Range Ist das Ding 900 da yards. nicht? Weak propeller noise. Fire 2. Stand by to fire. So nah bitte. Fire 1. Ready depth charges. Medium pattern. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 181. Range Fire 2. 1,000 yards. Contact decreasing Die depth. sind bei 11. Da so. Fire 3. Fire 1. Increasing depth. Ready depth charges. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 179. Range 1,000 yards. Contact decreasing depth. Fire 2. Bloodhound, this is Mountie. Mountie regained. Contact able. Bearing 323. Range 1,000
Der ist jetzt bei 12. Bloodhound, this is Mountie. Mountie lost contact. Able. Last known at bearing 323. Range 1,300 yards from Bloodhound. Surface radar has regained contact. Able. Bearing 323. Range 1,300 yards. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 173. Range 1,100 yards. Warum kann ich jetzt wieder Fire nicht... 1. Ready depth Combat charges. sonar. jetzt geht's. Contact. Fuck. Baker. Now bears 166. Range 1,100 yards. Aber Estimated nicht depth so, medium. nicht so, oder? Lost contact. Able. Last bearing 322. Last range 800 yards. Combat Fire sonar. 2. Contact. Baker. Now bears 158. Range 1,000 yards. Contact decreasing depth. Dürfte ich nochmal um? Fire 1. Muss unten diese Linie da genau auf den in der Mitte sein? Nimmt dann Tiefe ab. Wie viel Tiefe Combat hast du denn? sonar. Contact. Baker. Now bears Oh, oh. 149. Range 1,000 yards. Bearings drifting left. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 332. Range closing quickly. I say Fire again. 2. CBDR. Ready depth charges. Shallow pattern. Was? Warum kann ich jetzt noch am... hier Combat irgendwie sonar. Contact. Baker. Now bears 1. Fire 1. 0. Range 900 yards. Contact decreasing depth. Sagt die Ready ganze depth Zeit Contact charges. Decreasing Medium Depth. pattern. Ist er gleich oben oder was? Fire 2. Stand by the fire. Combat Fire sonar. 3. Contact. Baker. Now bears 132. So, er geht... Range 800 Er ist gerade yards. zwischen 9 und Contact 10, decreasing deswegen... depth. Es wundert mich. So wird es halt so sein. Aber so treffe ich nicht. Fire 1. Combat sonar. Fire 2. Contact. Baker. Now bears 126. Range 800 yards. Estimated depth shallow. Ready depth charges. Setze Tiefe Fire gering. 3. Bloodhound, this is Mountie. Mountie regained. Contact able. Bearing 339. Range Range 1,000 rate yards in from knots. Bloodhound. Ready depth charges. Shallow pattern. So, er ist jetzt zwischen 7 und 8. Fire Combat 1. sonar. Contact. Baker. Now bears 123. Range 600 yards. Very strong propeller noise. Ready depth charges. Shallow pattern. Ich glaube, ich höre gleich auf hier. Ich habe langsam keine Lust mehr. Ich hätte gerne das nochmal ein bisschen sonar. ausgeführt vom Contact. Fire Tutorial. 2. Now bears 126. Range. Warum kann ich den jetzt 600 wieder nicht yards. umändern? Combat sonar. Contact. Gerade eben war's ja Now jetzt- bears 127. Range 600 yards. Combat sonar. Contact. Baker. Was ist das denn Now jetzt? bears 128. Fire Range 1. 600 yards. Bearing steady. African treasure is sinking. Das ist jetzt mein letzter Schuss. Ich will jetzt mal gucken, wo die hingehen. Combat zu weit sonar. links. Contact. Baker. Also, Now viel zu weit bears erstmal. 135. Range 600 yards. Combat sonar. Contact. Baker. 600 now yards. bears 136. Fire 2. Range 700 yards. Estimated depth shallow. Bridge, port lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 0, 1, 2. Range closing quickly. I say again, CBDR. We've lost African treasure. All ships. Maneuver to avoid. Combat sonar. Torpedo bearing constant. Combat sonar. Contact. Baker. Now bears 139. Ich kann jetzt Range wieder nicht umändern. 300 yards. Bearing steady. Ready depth charges. Shallow pattern.
Combat sonar. Bitte. Lost contact. Baker. Last bearing. 139. Last range. 700 yards. Bridge, port lookout. Torpedo in the water. Bearing 26. Warum kann ich es denn jetzt nicht umändern? Hallo? Jetzt! Verstehe es nicht. Fire 1. Stand by to fire. Okay, Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Ahnung, wie man diese dummen Wasserbomben setzen muss. Vielleicht bin ich zu dämlich. Kann gut sein. Aber to be fair, meiner Meinung nach haben die das Tutorial richtig hart verkackt. Die sollten das eigentlich im besten Falle meiner Meinung nach in Häppchen quasi anbieten, dass man immer so dann irgendwie was machen muss und dann muss man das dann quasi direkt im Einsatz dann einmal testen und dann kann man das nächste machen und dann im Einsatz testen und dann das nächste und so weiter. Und dann willst du dir dann irgendwie diese komischen Beschreibungen dann durchlesen und dann labert der die ganze Zeit, wo das andere U-Boot da sitzt. Alter, dann pausier doch bitte während des Tutorials das Spiel, damit ich mich in Ruhe darauf fokussieren kann und das verstehen kann. Was ist das? Das ist das Spiel, ich hab keinen Bock mehr. Also meiner Meinung nach, Tutorial komplette Scheiße. Also wirklich richtig Müll. Ich gucke jetzt mir einen Guide an, Moment. Moment. Water Bomb Accuracy. Okay. Das ist von U-Boat, nevermind. Alter. And once I plot my escape. Das ist auch U-Boat. Okay, scheiß drauf. Ich schaue mir das nochmal an. Dann spiele ich das vielleicht mal testweise nochmal. Also privat dann. Und vielleicht gibt es den zweiten Part. Wahrscheinlich eher nicht. Wer weiß. Also generell das Setting und sowas finde ich sehr cool. Grafik leider ein bisschen altbacken. Also ich bin jetzt zwar nicht die größte Grafikhure, aber das Spiel sieht schon ziemlich veraltet aus, fand ich. Dafür ist es, also es ist erst im 6. Dezember 2023 ist es rausgekommen. Weiß nicht, schwierig. Es ist relativ komplex, würde ich sagen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das mit dem Tutorial fand ich jetzt unschön gelöst. Leute, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, also das generelle Game-Konzept, dann holt es euch gerne. Destroyer the U-Boat Hunter heißt das. Quasi genau die gegenseitige Sicht von U-Boat, also das Spiel U-Boat. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da spielt man halt genau ein U-Boot und muss dann andere Schiffe platt machen. Ja, mein Fazit. Ich würde gerne wissen, wie man Wasserbomben ablegt, sodass sie auch treffen. Ansonsten aber ganz cool. Haut rein, Leute.